Ein Ziel für Europa bis zum Jahr 2050 lautet nachhaltige und grüne Energieversorgung. Derzeit sieht es aber noch eher grau aus. Aus welchen verschiedenen Quellen können wir unsere Energie denn überhaupt schöpfen? Welche Berge an Herausforderungen, die nicht aus der Forschung oder Technologie kommen, gilt es zu überwinden, damit der Weg für saubere Energie geebnet wird? Woran müssen unsere Forscher noch arbeiten? Welche Technologien sind noch verbesserungsfähig? Und was kann jeder Einzelne im Alltag leisten, um Energie zu sparen? Auf dem Festival der jungen Forscher in Karlsruhe, Deutschland, wurden Besucher zu diesen Themen interviewt und so mit diesen dringenden Fragen konfrontiert. Deine Energie im Jahr 2050. Woher würdest du sie hauptsächlich beziehen? Stelle doch ein persönliches Ranking auf. Die tun wir auf die 2. Solar, Wasserkraft, Windkraft. Hier wird ein bisschen untergeordnet sein, weil wir die Flächen brauchen für die Landwirtschaft. Auffällig war, wie viele Besucher sich für die 3 klassischen regenerativen Energien entschieden haben. Und zwar Solarkraft, Windkraft und Wasserkraft. Dieses umweltbewusste Denken zeigte sich auch schon bei den jüngsten Teilnehmern. Alles Solar. Das ist sich noch nicht weg vom Fossil. Wird die Kernkraft nicht mal komplett ausschließen, aber insofern, dass man radioaktiven Abfall in Grenzen hält. Geothermie, da weiß ich nicht viel drüber. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass unter uns eine ganze Menge Kraft noch vorhanden ist, die man nutzen kann. Auch auf fortschrittliche Energiequellen wurde gesetzt, zum Beispiel auf die Fusionstechnologie. Fusion wäre gut, Gas. Ich fände es toll, wenn wir so weit wären, aber noch sind wir noch nicht da. Geothermie, weiß ich nicht, wie es räumlich bedingt ist. Das wäre jetzt mein persönliches Film. Um den Weg für erneuerbare und nachhaltige Energien zu ebnen, müssen einige Herausforderungen bewältigt werden. Wo siehst du abseits der Forschung die größten Probleme? Und ich glaube, bis wir sowas überwunden haben, könnte es noch 20 Jahre dauern. Die Akzeptanz der Bevölkerung einfach, weil heutzutage so viele Dinge einfach als selbstverständlich gesehen werden, die man eigentlich nicht als selbstverständlich sehen sollte, gerade das Autofahren, dass man einfach wegen 2-3 Kilometern mit dem Auto fährt. Wer zahlt? Wo kommt das Geld her, die finanziellen Mittel, damit es umgesetzt werden kann? Finanziell stemmen kann. Größte Herausforderung begrenzt an fossilen Brennstoffen, leider auch. Die Ressourcen unserer Erde sind nicht unerschöpflich. Seltene Erden zur Herstellung von Solarzellen gibt es nur begrenzt, wie auch landwirtschaftliche Anbauflächen. Das führt zum Teller-Tank-Dilemma. Sollen die angebauten Pflanzen als Kraftstoff oder als Nahrung genutzt werden? Weiteres Problem ist auch die Politik. Wie einigt man sich? Was sollte die Politik denn machen? Sie sollte einfach sich nicht distanzieren von der Wirtschaft, aber sie sollte natürlich auch an Nachhaltigkeit denken. Wir sind die Zukunft. An die nächste Generation. Wir sind die Zukunft. Auf welchem Schwerpunkt sollte unsere Forschung und Entwicklung denn liegen? Ganz wichtig, Energiespeicher. Wie viel Energie wir aus Sonne und Wind beziehen können, hängt stark vom Wetter ab. Deswegen müssen wir Möglichkeiten erschließen, um Energie langfristig zu speichern. Auch bessere Arten und Weisen, um Energie von A nach B zu transportieren, sind gefragt. Transport der Energie von dort, wo sie entsteht, an die Stellen, wo man sie braucht. Durch immer effizientere Geräte und neue Wege, Energie zu sparen, schonen wir die Ressourcen der Erde. Ziemlich überall. Genau, in allen Feldern sollte geforscht werden. Besonders neue und mächtige Energiequellen zu erschließen, ist ein spannender Bereich der Forschung. Fusion bringt relativ viel Strom und da würde ich dann dabei beforschen, dass die Fusion eben sicherer erstens und zweitens auch gewinnbringender nochmal wird. Da sollten wir weiter forschen, einfach damit wir es bis 2050 schaffen. So, gute Physik. In welchem Bereich wärest du am ehesten bereit, deinen Energiekonsum zu ändern? Klar, mehr in dem Bereich Mobilität bin ich noch als Pendler schon auf fossile Energieträger quasi angewiesen. Freue ich mich drauf, wenn es mal eine bezahlbare Elektroalternative gibt. Ich mache zwar schon ziemlich viel mit dem Rad, aber besonders im Bereich Bus und Bahn könnte ich noch einiges verbessern. Elektroauto fahren oder
oder mehr Fahrrad fahren. Ich meine, da haben wir schon. In der Mobilität haben schon viele einen sehr grünen Fußstapf. Wäre ich bereit, für eine gute Umwelt mein Konsumverhalten zu ändern. Und das hier mache ich schon. Ich fahre viel Fahrrad und habe großen Spaß dabei. Also hier spare ich schon viel ein. Ich denke, da werden wir in 50 Jahren schon sehr, sehr viel eingespart haben. Beim Konsum, das ist, glaube ich, ein Aspekt, mit dem kann man am meisten erreichen, je nachdem, wie ich konsumiere, was ich konsumiere. Im Konsumverhalten kann man zum Beispiel durch das Einkaufen von regionalen Produkten eine Menge Energie sparen. Ja, ich würde sagen, am ehesten Wohnkomfort. Im Winter dann vielleicht auch mal lieber noch einen Pulli anziehen, lieber die Heizung aufdrehen. Wohnkomfort ist ebenfalls ein Feld, in dem viel gespart werden kann. Und bei elektrischen Geräten immer darauf achten, auch den Standby-Modus auszuschalten. Das ist halt das Einfachste, Strom zu sparen. Wie alt bist du 2050? Wie alt bist du denn 2050? Bis dahin ist es gar nicht mehr lange hin. Wichtig ist es, sich über Fragen wie diese hier Gedanken zu machen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und als gutes Beispiel beim Energiesparen voranzugehen. Wie die beiden hier. Die gezeigten Antworten sind nur ein kleiner Bruchteil der vielen verschiedenen Meinungen, die geäußert wurden. Dieser Austausch zeigt, wie wichtig Kommunikation bei der Verwirklichung der Energiewende ist. Eigene Standpunkte darstellen, Lösungsansätze ausdiskutieren und gemeinsam umsetzen. Für einen nachhaltigen Weg zu einem grünen Europa.